Über Training haben wir in den letzten Videos schon ziemlich viel geredet. Heute geht es mal um ein anderes Thema, und zwar um Erholung. Ich versuche euch gemeinsam mit Philipp einen Einblick zu geben in die Sachen, die uns wichtig sind, auf die wir setzen und ja, die mir eigentlich jeden Tag helfen, wieder am nächsten Tag fit für den nächsten Trainingstag oder Wettkampf zu sein. Mein Training ist meistens so strukturiert, dass ich in der Woche 2 Entlastungstage habe, und an den Tagen lege ich ganz besonders Wert darauf, eben viel Erholung zu bekommen. Das kann zum einen eben durch eine Behandlung sein. Physiotherapie ist jetzt gerade aktuell nicht ganz so einfach. Deswegen bin ich auch total froh, dass ich eben viele Tools zu Hause habe, mit denen ich mir eben Entspannung und Regeneration zugutekommen lassen kann. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die mache ich jeden Tag, also auch wenn jetzt kein Entlastungstag ist. Also ich denke, so aus meiner Sicht, die wichtigsten Sachen für meine Erholung sind auf jeden Fall genügend Schlaf. Also Schlaf ist das Allerwichtigste, um wieder fit zu werden und gesund zu sein. Und da versuche ich auf jeden Fall Minimum 8 Stunden zu schlafen. Und wenn es irgendwie mein Tagesablauf zulässt, am nächsten Tag auch gerne mal noch 1, 2 Stunden länger. Dann Ernährung ist der nächste Baustein, der unglaublich wichtig ist. Ich versuche einfach, so gut wie es geht, ausgewogen mich zu ernähren, lege besonders viel Wert eben auch Proteine, habe da tolle Unterstützung, eben auch durch die Caroline Rauscher, die mich mit ihren Produkten von Nutritional Feintuning unterstützt. Und da weiß ich einfach, wenn ich mir nach einem harten Training das Regi reinfahre, dass auf jeden Fall meine Muskulatur schneller wieder erholt. Und das ist einfach toll, sich darauf zu verlassen. Dann kommen wir mal zu den Sachen, die ich mache, so als Anwendung. Das ist zum einen mein V12 von PSR, also die Lymphboots, die so ein bisschen crazy aussehen, die aber ja wirklich irgendwie wahre Wunder bewirken können. Wenn meine Beine richtig platt sind, werde ich da von unten nach oben ausgedrückt und fühle mich danach auf jeden Fall deutlich besser. Toll an den Boots ist einfach, dass sie bis fast zur Brust hochgehen, sprich sie schließen eben auch die Lymphknoten in der Leiste und im Bauchbereich mit ein, und das ist schon ein Riesenvorteil, den die gegenüber anderen Geräten haben. In der letzten Zeit spielt die Regenerationsplanung für mich eine immer größere Rolle in meiner Planung des Gesamttrainingsablaufes, da ich gemerkt habe, dass die Athleten nicht nur trainieren müssen wie Weltmeister, sondern die müssen sich auch genauso erholen, um im Prinzip die volle Adaptation davon ernten zu können. Und häufig besteht ein Profi-Alltag eben auch aus anderer Arbeit neben dem Training. Das ist so, wie wenn ihr beispielsweise vom Arbeiten nach Hause kommt und 10 Stunden durchgearbeitet habt und dann zum Beispiel eine harte Track-Session von euch fordert. Aus diesem Grund versuchen wir einmal, den Erholungsstatus zu tracken. Das machen wir mit einer sogenannten HRV-Messung und einem Schreiben eines DC-Potentials. Dabei bekomme ich eine Information über den Stand des zentralen Nervensystems und des autonomen Nervensystems, aber auch über eben die HRV-Parameter. Und die sind zum Beispiel bei Laura sehr gerne im hochsympathischen Bereich unterwegs. Und dazu haben wir dann beispielsweise ein Gerät, nämlich das Neuronavi, um den Parasympathikus richtig zum Feuern zu bringen und die parasympathische Aktivität dementsprechend zu erhöhen, damit der Nachtschlaf die entsprechende Qualität hat oder damit Laura entsprechend ready für das nächste Training ist. Dieses Neuronavi setzen wir beispielsweise auch in Kombination mit einer sogenannten Magnetfeldmatte ein, um die entsprechende Aktivität nach Reisen mit Jetlag, nach anstrengenden Interviews, nach Trainings, die am Vormittag gelaufen sind, um am Nachmittag noch einmal etwas leisten zu können, nutzen wir die in vielfältiger Art und Weise, um eben auf den Punkt das Maximale aus jeder Einheit rausholen zu können. Ja, lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch Fragen habt zu den Themen oder wenn ihr irgendeinen Regenerationstipp habt, den ich unbedingt mal ausprobieren
sollte, schreibt ihn mir unten in die Kommentare und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat.